Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Exciting Expert Session Serie. Mein Name ist Jennifer Schmieder und ich möchte Ihnen heute gerne den SAP Best Practice Rollenbau und die SO24 Vorschlagswerte vorstellen. Mein Video habe ich in zwei Abschnitte unterteilt. Zu Beginn möchte ich Ihnen gerne allgemeine Informationen mit Hilfe von PowerPoint-Folien vorstellen und anschließend eine kleine Demo in unserem SAP-System durchführen. Das heutige Thema ist Best Practice Rollenbau und die SO24. Die Erstellung der Berechtigungsrollen bei der SAP erfolgt über den sogenannten Profilgenerator über die Transaktion PFCG. Man kann dort zwei unterschiedliche Rollen anlegen, eine Einzelrolle oder eine Sammelrolle, und beide Rollen kann man einem SAP-Benutzer zuweisen. Entweder direkt die Einzelrolle oder eben zuerst die Einzelrollen einer sogenannten Sammelrolle und dann die Sammelrolle diesem SAP-Benutzer. Die Einzelrollen definieren den transaktionalen Umfang. Das bedeutet, dass Sie dort alle Anwendungen, sprich Transaktionen oder auch neu diese Fiori-Apps, diesem Benutzer übers Rollenmenü berechtigen. Wenn Sie dann im Profilgenerator diese Rollenmenü-Objekte hinzugefügt haben, dann können Sie die Berechtigungsobjekte über die SO24 sich in das Rollenprofil laden lassen und dann die Detailausprägung der Berechtigungsobjekte vornehmen. Sie sollten darauf achten, dass Sie ausschließlich die Einzelrollen über das Rollenmenü erstellen und nicht manuell beispielsweise Berechtigungsobjekte in das Rollenprofil reinladen. Die Sammelrollen dienen als Container, das heißt, Sie haben dort die Möglichkeit, eine Bündelung von Einzelrollen vorzunehmen, um beispielsweise auch eine Jobfunktion abzubilden. Sie haben dort auch die Möglichkeit, die einzelnen Menüs der Einzelrollen in diese Sammelrolle hinzuzufügen, um ein gesamtheitliches Menü zu bekommen. Die Transaktion PFCG, der sogenannte Profilgenerator, nutzt eben diesen Berechtigungsvorschlagswerte aus der Transaktion SO24. Das heißt, Sie fügen diese SAP-Anwendung in das Rollenmenü der Einzelrolle hinzu und würden dann eben sich die SO24-Vorschlagswerte in die Rolle integrieren. Das heißt, Sie können beispielsweise über das Menü die Transaktion hinzufügen, einen RFC-Funktionsbaustein oder auch eben über einen Fiori-Katalog dann auch Fiori-Apps berechtigen. Am Ende werden Sie dann das Profil generieren, was dann die Berechtigung auch enthält. Die Transaktion SO24 können Sie sich vorstellen wie eine kleine Wissensdatenbank. Das heißt, dort definieren Sie für jede SAP-Anwendung, welche Berechtigungsobjekte verprobt werden und können dort auch schon Werte hinterlegen. Dabei sollten Sie darauf achten, dass Sie den kleinsten gemeinsamen Nenner berücksichtigen. Das heißt, beispielsweise ein Objekt, was ein Feld Aktivität hat, wird oftmals nicht mit einem Wert vorbelegt, sondern die Aussteuerung erfolgt in der Rolle selbst, weil man beispielsweise das Berechtigungsobjekt in der einen Rolle mit der Aktivität 03 für Anzeigen und in einer anderen Berechtigungsrolle mit der Aktivität 02 für Ändern benötigt. In diesem Fall sollten Sie das Feld Aktivität in der SO24 für diese Transaktion offen lassen und den Wert dann in der jeweiligen Rolle setzen. Die SAP liefert Ihnen diese Berechtigungsvorschlagswerte aus. Das heißt, die SAP hinterlegt es in einer eigenen Tabelle, die Sie über die Transaktion SO22 einsehen können. Und mit Hilfe der SO25 können Sie diese Vorschlagswerte
in die SO24, in die kundeneigenen Tabellen laden und dann an ihre Kundenspezifika anpassen. Ziel jedes Berechtigungskonzeptes sollte sein, dass es das Risiko minimiert, dass es sicher ist, dass es für Sie aber auch nachvollziehbar bleibt, transparent bleibt, wer hat welche Berechtigung und warum. Es sollte natürlich Stabilität gewährleisten und es muss auf jeden Fall wartbar und skalierbar sein. Nun möchte ich Ihnen gerne die SO24 und den Profilgenerator im SAP-System vorstellen. Zu Beginn starte ich die Transaktion SO24. Die SO24 können Sie verstehen wie eine kleine Wissensdatenbank. Das heißt, dort werden alle Berechtigungsvorschlagswerte zu einer Transaktion oder auch zu einem RFC-Funktionsbaustein oder zu einem OData-Service hinterlegt. Welche Anwendungen dabei unterstützt werden, finden Sie hier im jeweiligen Dropdown. In meinem Beispiel möchte ich gerne die FB03 anzeigen lassen. Das heißt, wir schauen uns mal die Berechtigungsvorschlagswerte für die Beleganzeigen-Transaktion an. Sie sehen hier eine Übersicht an Berechtigungsobjekte in Form einer Tabelle. Diese Berechtigungsobjekte haben unterschiedliche Stati. Es gibt hier Berechtigungsobjekte, die beispielsweise den Vorschlag auf Nein haben, und es gibt wiederum Berechtigungsobjekte mit dem Vorschlag Ja. Was bedeutet diese Spalte Vorschlagstatus? Hier finden Sie Berechtigungsobjekte mit dem Vorschlagstatus Nein. Das bedeutet, diese Objekte werden Ihnen im Profilgenerator, sobald Sie den Expertenmodus dort nutzen, nicht in der Rolle vorgeschlagen. Alle mit dem Status Ja oder Ja ohne Werte bekommen Sie automatisch als Berechtigungsvorschlag in Ihrer Rolle angezeigt und können dann die Detailausprägung vornehmen. Wichtig ist hierbei zu verstehen, diese Objekte stehen in irgendeiner Art und Weise in einem Zusammenhang mit der FB03. Das bedeutet, zu Beginn haben Sie hier viele Objekte, die auf Nein stehen und einige Objekte auf Ja. Das hängt davon ab, wie Ihr System, sprich Ihr Kundensystem, gecustomized wird. Wenn wir uns hier ein Beispiel raussuchen, das Haushaltsmanagement, dann ist das eine Komponente, die nicht jeder SAP-Kunde im Einsatz hat, meistens eine öffentliche Institution. Wenn man dieses Haushaltsmanagement im Einsatz hat, würde das bedeuten, dass man für die Transaktion FB03 weitere Berechtigungsobjekte zur Verfügung hat, welche wiederum auch beim Ausführen oder beim Nutzen dieser SAP-Anwendung verprobt werden. Das bedeutet, zu Beginn finden Sie in der SO24 Objekte mit dem Vorschlag Ja. Das sind Objekte, die jeder Kunde sozusagen im Zusammenhang mit der FB03 verprobt. Zusätzlich sind weitere Berechtigungsprüfungen abhängig von Ihrem Customizing, von Ihrer Konfiguration und wie Sie die Prozesse im System abgebildet haben, abhängig. Zusätzlich gibt es hier eine Spalte Prüfkennzeichen. Das Prüfkennzeichen hat zwei Werte, entweder prüfen oder nicht prüfen. Nicht prüfen würde bedeuten, dass man dieses Objekt FBKPF-BES beispielsweise im Zusammenhang mit der FB03 nicht verproben möchte. Deswegen steht der Vorschlag auch auf Nein. Das heißt, dieses Objekt wird nicht mehr im Profilgenerator vorgeschlagen. Es hat keine Relevanz. Sie sollten aber unbedingt, bevor Sie das Prüfkennzeichen hier in der SO24 von Prüfen auf Nicht-Prüfen ändern, sollten Sie unbedingt prüfen, ob das notwendig ist und nur in Ausnahmefällen vornehmen, weil Sie durch das
nicht prüfen, einen Zugriffsschutz, eine Berechtigungsprüfung innerhalb der SAP-Anwendung, in dem Zusammenhang die FB03, verlieren, außer Kraft setzen, und das sollte nicht die Regel sein. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, dass man hier einsehen kann, ob es ein zusätzliches Objekt gibt, welches nach der Startberechtigung der sogenannten ST-Code-Berechtigungsprüfung zusätzlich verprobt wird. Hier zu sehen anhand der Spalte TSTCA. In diesem Fall ist es das FBKPF-Book. Das heißt, dieses Objekt wird direkt nach der ST-Code-Berechtigungsprüfung zusätzlich geprüft und erst dann springt das System in den eigentlichen Programmcode und verprobt weitere Berechtigungsobjekte, die hier beispielsweise auf Ja stehen. Soweit mal zur Wissensdatenbank SO24. Das heißt, sollten Sie feststellen, im Zug eines Berechtigungstraces, dass Berechtigungsobjekte für eine Transaktion fehlen, sollten Sie das unbedingt an dieser Stelle hier nachpflegen. Sie haben hier auch die Möglichkeit, Werte vorzubelegen. Diese Werte sollten Sie aber nur dann pflegen, wenn sie tatsächlich immer die Gültigkeit haben. Sobald Sie eine Ausnahme brauchen und es Rollenabhängigkeiten gibt, sollten Sie die Wertbelegung offen lassen und die Werte dann erst in der eigentlichen Berechtigungsrolle im Profilgenerator pflegen. Das heißt, hier pflegen Sie am Ende den kleinsten gemeinsamen Nenner. Gut, soweit zur SO24. Ich öffne einen neuen Modus und starte die PFCG, den sogenannten Profilgenerator. Hier möchte ich gerne mit Ihnen zusammen eine Einzelrolle anlegen. Diese Einzelrolle bekommt noch eine sogenannte Kurzbeschreibung. Sie haben hier die Möglichkeit, einen Langtext zu definieren. Hier würde ich auf jeden Fall immer eintragen, die sogenannten Änderungen an der Rolle. In unserem Beispiel ist es jetzt die Rollenerstellung, das heißt vorangestellt das heutige Datum. Dann welcher User hat die Rolle angelegt, vielleicht noch eine Ticketnummer oder einen Change Request. Und dann die eigentliche Beschreibung, was wir getan haben. In dem Fall haben wir sie initial erstellt. Gut, wir sichern die Einzelrolle. Jetzt ist sie im System gespeichert. Wir wechseln in den Tab-Reiter Menü und fügen hier die Transaktion FB03 ein. Die FB03 ist jetzt Bestandteil unseres Rollenmenüs. Wir sichern wieder, springen in den nächsten Tab-Reiter. Und hier gibt es prinzipiell zwei Modi, die Sie wählen können. Hier empfehle ich Ihnen immer den Expertenmodus zu nutzen, wenn Sie eine Rolle neu erstellen oder wenn sie bereits existiert und sie SO24-konform gebaut wurde. Dann nutzen Sie bitte immer den Expertenmodus. Warum? Weil durch den Expertenmodus bekommen Sie sozusagen die SO24-Vorschlagswerte in Ihrer Rolle angezeigt und können diese dann dementsprechend ausprägen. Für die FB03 werden mir sogenannte Org-Ebenen angezeigt in einem separaten Fenster. Das bedeutet, das sind Berechtigungsfelder, welche von n Berechtigungsobjekten genutzt werden können und die an zentraler Stelle gepflegt werden und nicht für jedes Objekt auf Feldwertebene gepflegt werden müssen. In dem Fall handelt es sich um den Buchungskreis, Geschäftsbereich, Kontoart und den Kostenrechnungskreis. Ich mache es mir an dieser Stelle einfach und vergebe Gesamtberechtigung. Wir speichern. Sie sehen, jetzt sind einige Objektklassen direkt durch die Pflege dieser Org-Ebenen von dem Status Gelb auf Grün gewechselt. Das heißt, hier haben wir auch keine weiteren
To-Dos, die darin enthaltenen Berechtigungsobjekte sind ausgeprägt. Es gibt kein offenes Feld. Jedoch haben wir noch die Objektklasse FI. Wir schauen uns an, welche Objekte hier noch nachgearbeitet werden müssen. Das ist zum einen das BKPF-Bet. Hier sehen Sie, das Berechtigungsobjekt besteht aus 2 Feldern. Das heißt, wir können hier festlegen, ob wir eine Einschränkung auf eine Debitorenberechtigungsgruppe brauchen oder vornehmen sollten und die Aktivität. In diesem Fall handelt es sich um die FB03, das heißt, es ist eine Anzeigetransaktion, um Belege anzuzeigen. Folglich werden wir hier Anzeigeaktivitäten pflegen, beispielsweise 03 und die F4 für die Wertehilfe. Wenn Sie keine Einschränkungen auf eine bestimmte Debitorenberechtigungsgruppe vornehmen müssen, können Sie hier einen Stern setzen. Und die gleiche Vorgehensweise wenden Sie eben bei allen Objekten, die den Status Gelb haben, an. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, dass ein Berechtigungsobjekt aus der SO24 gezogen wird, das FBKPF-Back, was schon eine Vorbelegung hat, sprich hier werden Werte direkt aus dieser kleinen Wissensdatenbank in den Profilgenerator geladen. Schauen wir mal nach, was sich dahinter verbirgt. Es handelt sich hierbei um die Anzeigeaktivität und Vorerfassen. Vorerfassen ist in dem Beispiel jetzt eine Aktivität, die nichts in einer Anzeigerolle verloren haben. In dem Fall wollen wir eine FB03 ausschließlich berechtigen. Das heißt, hier geht es darum, Belege anzuzeigen und da wäre die Aktivität 77 nicht korrekt. Das ist mehr als Anzeige, das ist eine sogenannte Mutationsberechtigung. Das heißt, wir würden diese aus der Rolle ausschließen. Sie sollten aber eben nicht jetzt direkt diese Änderung in der Rolle vornehmen, sondern immer mit der SO24 als Datenbankgrundlage arbeiten. Das heißt, hier würden Sie die 77 nicht entfernen. Wenn Sie das tun, ich möchte es Ihnen gerne mal zeigen, dann ändert sich der Objektstatus von Standard auf verändert. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Rechtsklick, Verwendungsnachweis einzusehen, woher stammt dieses Objekt. Sie sehen, das FBKPF-Back ist in der Rolle enthalten, weil wir über das Rollmenü die Transaktion FB03 eingebaut haben. Nichtsdestotrotz sollten Sie darauf achten, dass Sie keine veränderten Objekte enthalten haben, sondern eben Standard oder eben gepflegt. Schlimmer als verändert gibt es auch noch, das sind die sogenannten manuellen Berechtigungsobjekte. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, ein Berechtigungsobjekt zusätzlich in diese Rolle hinzuzufügen. In dem Beispiel habe ich jetzt das sDevelop hinzugefügt, ja, ein Berechtigungsobjekt, welches jetzt in diesem Zusammenhang wirklich gar keinen Sinn macht, aber ich möchte Ihnen gerne daran gerne zeigen. Sie haben jetzt hier ein Objekt mit dem Status manuell. Wenn Sie jetzt den Verwendungsnachweis, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, im Zusammenhang mit der FB03 auswählen, dann werden Sie feststellen, dass Sie keine Historie haben. Sie können hier nicht feststellen, warum das sDevelop-Objekt in dieser Berechtigungsrolle enthalten ist. Ja? Weil Sie es eben ohne Bezug zu einer SAP-Anwendung in die Rolle eingebaut haben. In dem Fall lösche ich jetzt das Objekt wieder und zeige Ihnen gerne, wie Sie sonst damit umgehen sollten. Löschen. Statt ein Objekt manuell in die Rolle einzubauen, ist es immer wichtig,
den Kontext zu wissen. In unserem Beispiel ist es die FB03. Das heißt, sobald Sie feststellen sollten, beispielsweise über den Berechtigungstrace, dass ein Objekt noch fehlt, sollten Sie immer interagieren mit der SO24. Das heißt, hier schauen, ist das Objekt schon hier vorhanden? Steht es beispielsweise auf Vorschlag Nein? Und dann können Sie es hier über den Änderungsmodus anpassen. Das heißt, hier steht jetzt sogar nicht prüfen. Ja? In dem Fall würden wir sagen, nein, das Objekt muss geprüft werden. Hier hatte mal ein Kollege ein wenig rumgespielt und das Objekt ausgesperrt in Anführungszeichen. Das heißt, wir setzen das jetzt wieder auf Prüfen und sagen, das soll aber auch auf jeden Fall in der Rolle vorgeschlagen werden und hätten jetzt hier die Möglichkeit, Berechtigungsfelder vorzubelegen. In dem Fall ist es ja eine Anzeigetransaktion. Das heißt, hier macht es Sinn, dass man auch schon Werte direkt in der SO24 hinterlegt. In dem Fall 03 und L4. Wir speichern das Ganze, dann werden wir nach einem Workbench-Auftrag gefragt. Sie sehen, hier sind noch weitere Objekte enthalten, die den Vorschlag Ja haben. Dieses Berechtigungsobjekt hat auch schon die Aktivität 03 hinterlegt. Hier haben wir beispielsweise auch noch die Änderungsbelege mit definiert. Und jetzt springen wir wieder zurück in den Profilgenerator. Das heißt, wir würden an der Stelle jetzt unseren Zwischenstand sichern, gehen zurück, wählen erneut den Expertenmodus, gleichen die Daten mit der SO24 ab und nun stellen Sie fest, haben wir hier den Status neu. Das bedeutet, ein neues Berechtigungsobjekt kam hinzu. Das ist das, was wir gerade eben umgestellt haben. Das heißt, hier bekomme ich jetzt das Berechtigungsobjekt vorgeschlagen, auch gleich mit der Aktivität Anzeigen und der Wertehilfe und kann jetzt, wenn es notwendig ist, noch eine Einschränkung auf die Berechtigungsgruppe für Sachkonten vornehmen. Wenn Sie diese Einschränkung nicht brauchen, können Sie einen Stern setzen. Das heißt, Sie würden das jetzt für alle Objekte so durchführen, bis Sie am Ende dann grüne Ampeln haben. Ich mache mir das jetzt hier mal einfach. Ich setze für alle offenen Felder den Wert Stern, generiere die Rolle, gehe zurück und Sie sehen nun hier, es wurde das Berechtigungsprofil generiert. Jedes Berechtigungsprofil bekommt einen eindeutigen Identifier. Den sollten Sie auch nicht selbst bestimmen. Der Profilgenerator generiert diesen automatisch. Und ja, das war mal so ein Schnellrundflug über die PFCG, über den sogenannten Profilgenerator. Und Sie sehen, es ist eine Kombination aus SO24 Vorschlagswerten und der eigentlichen Rollenadministration in der Transaktion PFCG. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen über ein paar Likes und bleiben Sie gesund und bis bald.